Willkommen zu einem Info-Video zum neuen Ark Ascendant und der Unreal Engine 5. Und zwar geht es hier in diesem Video zunächst mal nur um die Standardeinstellungen direkt nach der ersten Installation des Spiels, nach der Neuinstallation, wenn man ins Spiel einsteigt. Ich bin jetzt hier in der Version 25.62, wie man da unten rechts sieht. Für die gilt das jetzt. Das kann sich natürlich durch Patches und Updates auch alles noch etwas ändern. Allerdings dann eben in der Version, die wir jetzt gerade im Augenblick aktuell bekommen haben. Und da schauen wir uns einfach die Einstellungen mal durch. Wenn ihr euch schwer verkonfiguriert habt und da die Sachen wieder ein bisschen gerade rücken wollt, ohne dass ihr die Buttons benutzt, die komplett alles wieder zurücksetzen auf Null, dann ist dieses Video vielleicht dann deswegen ein bisschen hilfreich. Das ist der Grund, dass ich das mache. Schaut auch mal in die Videobeschreibung, da habe ich dann eben auch Zeitlinks drin. Also das Video in einzelne Kapitel unterteilt. Kann man in der Videobeschreibung dann im Grunde auch dann direkt den Teil anfahren, der einen interessiert. Ja, und dann schauen wir zuerst mal in die Grundeinstellungen des Spiels. Die finden wir da oben rechts unter ESC. Und da haben wir hier dieses Menü, wo wir eben auch das Spiel wieder verlassen können und hier die Infos über die Programmierer erfahren können. Und hier kommen wir in die Einstellungen. Da kommen wir zunächst mal auf Audio. Das ist das Einzige, was nicht Standard ist, was ich schon geändert habe, weil das alles tierisch laut ist, die Musik und so. Da habe ich das hier von 100 runtergestellt auf 40. Alles andere an der Stelle hier ist noch Standard, direkt nach dem allerersten Start. Dann gucken wir hier auf Video. Ich habe eine AMD, hochmodern, neueste Generation, AMD Radeon RX 7800 XT, und das Spiel hat sich dann eben bei meiner Karte und meinen Monitoren, die ich hier noch habe, auf diese Standardeinstellungen hier eingestellt. Wie man hier sieht, rechts und links. Und da steht vieles auf Mittel, manches steht hoch und nur das hier steht auf episch. Und dann haben wir hier diese Einstellungen für High Level of Detail, das ist aus, also ein hoher Level von Details ist aus. Die Fußabdrücke, man laufen hinterlässt man Partikel und Fußabdrücke, das kann man ein- und ausschalten, wie man hier sieht. Die Framerate ist begrenzt auf maximal 60 Frames. Motion Blur, Lightroom und so alles on, das ist hier so der Standard. Bei der UI User Interface heißt das, also bei der Benutzeroberfläche, sind das hier die Standardeinstellungen. Das kann man sich natürlich auch alles verändern. Das sind also hier die ganzen Standards dafür und dann die Standards für die Kameraeinstellung, Blickwinkel. Manche Sachen, wie man sieht, sind übersetzt in Deutsch. Die meisten Sachen sind nicht übersetzt, die sind noch in Englisch, obwohl das hier die deutsche Version ist. Das sieht man da oben an den Menüs. Aber hier steht dann Kamerablickwinkel und hier steht dann wieder alles in Englisch. Da haben sie sich noch nicht viel Arbeit gemacht damit. Gehen wir mal weiter auf Erweitert. Das sind die erweiterten Standardeinstellungen. Wenn man in die Konsole möchte, muss man das hier an dieser Stelle da ganz links aktivieren. Das muss man auf Einstellen. Dann ist die Konsole an und das dann hier unten auch speichern. Dann hat man erst Zugriff auf die Konsole mit einer entsprechenden Taste, die man dafür dann auch konfigurieren kann über Keyboard.
Auch hier wieder schöne Mischung zwischen Deutsch und Englisch. Manche Sachen eben übersetzt, das meiste nicht. Dann haben wir hier die Tastatureinstellungen, die standardmäßigen. Wenn ihr da irgendwas zurückstellen müsst, weil ihr euch verkonfiguriert habt in diesen Menüs, also das Video einfach mal stoppen. Und dann könnt ihr euch das anschauen oder könnt sogar einen Screenshot davon machen und dann könnt ihr ja dann zu eurer Standardeinstellung zurückkehren. Wir haben jetzt hier in dieser Version noch von Ark den besonderen Effekt, dass wenn man das in Deutsch spielt, irgendwelche Änderungen an der Tastaturbelegung überhaupt nicht gespeichert werden. Also gespeichert schon. Ich habe mal in die Datei reingeschaut, wo es drin steht. Das wird tatsächlich abgespeichert, nur wird es nicht gezogen. Das wirkt nicht, es funktioniert nicht. Wenn man hier jetzt irgendwelche Tasten ändert, funktioniert also nicht. Man muss, da gibt es ein separates Video von mir dann drüber, man muss in Englisch das Spiel starten und dann die Sachen in Englisch einstellen. Und dann kann man wieder umstellen auf Deutsch und kann das dann benutzen, dann funktioniert es. Aber es muss in Englisch geändert werden, damit das irgendwie zieht. Ja, wenn man irgendwas geändert hat, dann klickt man hier wieder auf Speichern und dann wird das abgespeichert. Und dann haben wir hier noch eine Übersicht über die Gamepad-Belegungen, die Game Options, Nahkampf, D-Taste und so weiter. Das sind erstmal diese generellen Einstellungen, die grundsätzlich dann für jede Map von Ark gelten, grundsätzlich, egal welche Map man lädt. Ich hatte jetzt ja geklickt bei der Konsoleneinstellung, deswegen kommt jetzt diese Nachfrage. Ich hätte jetzt ungespeicherte Änderungen gemacht und ob ich die jetzt eben speichern möchte. Das kann man nochmal abbrechen, kann nochmal reinschauen oder annehmen, ohne zu speichern. Also man akzeptiert, dass es nicht abgespeichert wird in dem Fall. Das ist natürlich auch schon wieder auch dieser Text in Englisch und nicht in Deutsch, obwohl ich das deutsche Spiel spiele. Dann geht es hier weiter, wenn man dann hier starten will. Wir haben hier dann dieses Menü vor uns. Mit Coming Soon sehen wir, das ist noch nicht aktiv. Survival of the Fittest wird wohl auch dann wieder portiert werden noch. Dann unter Join Game kann man einen Server joinen. Und hier kann man dann ein Spiel neu erstellen oder ein existierendes Spiel auch betreten. Und hier gibt es eine Liste von Mods. Das sind Mods, die man sich installieren kann. Und hier sieht man die Liste der installierten Mods, die man installiert hat, und meine Mods. Jetzt haben wir hier also die Möglichkeit, ein neues Spiel zu starten. Klicken wir mal drauf und dann sehen wir hier eine ganze Menge weitere Einstellmöglichkeiten. Hier oben über ESC kommen wir wieder ins Hauptmenü, wo wir die eben durchgegangenen Einstellungen dann wieder sehen kann, die wir eben schon gesehen haben. Und hier gibt es eine ganze Menge weitere Einstellmöglichkeiten. Zunächst mal haben wir hier die installierten Maps. Da gibt es nur momentan die The Island als einzige. Die allererste Map von Ark von damals. Es gibt hier moddete Arks, gibt es dann, wenn es welche gibt, sind die dann hier eingetragen. Und dann haben wir hier Mod-Einstellungen über die aktiven Mods. Haben wir natürlich keine. Und verfügbare Mods, die man aktivieren kann. Ja, also man kann Mods installieren im alten Ark, aber nicht aktivieren für eine bestimmte Map. Und man kann dann eben hier sehen, welche aktiven Mods man hat in dieser Map, die man spielt. Und dann kommen wir mal an die Spielregeln, die man hier konfigurieren kann, die Game Rules.
Da gibt es einmal für den Spieler Einstellungen. Das sind verschiedene Skalierungsfaktoren, die man jetzt hier einstellen kann. Das sind die Standardeinstellungen, wie gesagt, von denen ich hier rede und die ich hier gerade zeige. Falls man sich verkonfiguriert hat und will mal zu irgendeinem Standard wieder zurückkehren, damit man das mal sehen kann, wie die Standards sind. Das sind also die Standardeinstellungen von Skalierungsfaktoren, die dann Multiplikationsfaktoren sind für Schaden, ja, Wasserverbrauch, Essensverbrauch und so weiter. Das gibt es auch für die Kreaturen, also für die Dinos, die wir haben, und Insekten und Fische und so weiter. Das wird dann hier angezeigt. Das sind wieder hier die Standardeinstellungen. Das ist die Struktur, also das, was ihr baut, die Gebäude, welche Schaden die nehmen können, wie resistent sie sind gegen Angriffe und so weiter. Das sind, wie gesagt, hier die Standardeinstellungen. Dann für die Welt allgemeine Einstellungen, zum Beispiel der Multiplikationsfaktor für die Erfahrungspunkte, Multiplikationsfaktor für die Zähmgeschwindigkeit, alles noch in Englisch, manches auch mal in Deutsch. Das sind da die Standardeinstellungen. Und dann gibt es hier hinten noch Regeln, Rules, das sind die Standardeinstellungen für Regeln. Die Tooltips sind, wie man sieht, teilweise schon ins Deutsche übersetzt, nicht alles. Auch da wieder Mischung zwischen Deutsch und Englisch. Das sind diese Einstellungen im Standard. Und dann haben wir hier noch erweitert Einstellungen für Player vs. Environment, PvE. Die Standardeinstellungen. Dann die Standardeinstellungen für PvP, Player vs. Player. Standardeinstellungen für die Welt. Zum Beispiel die Geschwindigkeit von der Tag- und Nachtzeit kann man hier einstellen. Die Nacht vergeht zum Beispiel doppelt so schnell, wie man sieht. Ist schon im Standard so. Dann hier fürs Zähmen und fürs Aufziehen von Dinos, dann fürs Züchten. Hier Einstellung auf der rechten Seite. Dann hier wilde Dinos, wie die definiert werden. Wenn neue Dinos gespawnt werden, haben die dann entsprechend diese Einstellungen. Das sind dann alles auch wieder Skalierungsfaktoren, also Multiplikationsfaktoren für Gesundheit, Ausdauer und so weiter und so weiter. Für gezähmte Dinos dann dasselbe. Pro Level kriegen die dann eine bestimmte Stadt, auch mit Multiplikationsfaktoren hier wieder. Das kriegen sie dann per Level aufaddiert anhand dieser Skalierungs- und Multiplikationsfaktoren. Standardeinstellungen für Spieler. Die Gesundheit, Ausdauer, Sauerstoffentnahrung, Wassergewicht, Schaden, Geschwindigkeit, Resistenz für den Spieler. Im Spiel ist standardmäßig die Geschwindigkeit nicht skillbar. Da kann man also die Geschwindigkeit nicht verbessern. Das kann man sich allerdings auch hier in einem Menü einschalten. Da gibt es dann auch ein separates Video drüber. Hier haben wir nochmal Standardeinstellungen für Erfahrungsmultiplikation, Erfahrungspunkte-Multiplikation. Ja, das heißt also, wie sehr wirkt sich das Ernten oder das Craften, also das Herstellen von Gegenständen, auf die Erfahrungspunkte aus. Hier der Skalierungsfaktor Verdopplung praktisch.
Das finden eine Explorer Note. Ist nur einmal wert. Das sind also hier die Standardeinstellungen. Und Verschiedenes. Nochmal hier. Verschiedene Einstellungen im Standard. Dann haben wir noch die Blueprints, die Engramme, die sind hier schön sortiert in verschiedene Ausrüstung, Waffen, Munition, Strukturen, Ressourcen, Skins und Waffenzusätze. Das ist beispielsweise auch ganz nett hier an der Stelle, dass das so schön sortiert ist, dass man das mal sehen kann. Man kann sich dann hier bestimmte Sachen, die man zum Beispiel nicht forschen will, die kann man sich hier ausklicken. Dann werden die im Spiel nicht angezeigt. Man kann sich zum Beispiel an einer anderen Stelle auch konfigurieren, dass man eben nur die für die Map gültigen Engramme angezeigt bekommt und keine anderen. Ja, das war ja im alten Ark zum Beispiel auch so, dass man auch auf The Island dann Engramme skillen konnte, aktivieren konnte, die eigentlich für Extinction oder eine andere Map gemacht waren. Und das ist dann beispielsweise auch abschaltbar, dass das dann angezeigt wird in der The Island Map, wenn wieder andere Maps kommen sollten. Um das Spiel dann zu starten, würde man dann hier zum Schluss auf Einzelspieler klicken, dann käme anschließend erstmal die Charaktererstellung, will man Männlein oder Weiblein sein, welche Haarfarbe, welche Größe und so weiter. Diese Sachen müssen dann konfiguriert werden und dann würde das Spiel starten. Alle Einstellungen, die man so macht, müssen hier immer erstmal gespeichert werden. Mit Save oder Save Settings. Die Mods, die kann man hier dann deaktivieren. Game Rules müssen dann mit Save Settings gespeichert werden. Oder wenn man in erweitert was ändert, muss das hier gespeichert werden. So viel zu den Standardeinstellungen in der deutschen Version. Die englische Version spare ich mir, weil ja hier sowieso unwahrscheinlich viel Englisch ist und die sieht natürlich ganz genauso aus an dieser Stelle. Ja, außer dass dann hier On und Off steht. Oder On und Aus statt An und Aus. Ja, die müssen noch viel tun bei der Lokalisierung. Da muss noch viel gearbeitet werden. Hier diese Sachen zu übersetzen. Vor allem dieser Mixmasch, der verwundert mich dann doch ein bisschen. Nun ja, so ist das nun mal im Augenblick. Dann erstmal dazu, vielleicht dem einen oder anderen eine Hilfe, wenn er sich gravierend verkonfiguriert hat und will allerdings nur bestimmte einzelne Einstellungen wieder auf den Standard zurückstellen und nicht alles. Weil wir haben ja hier überall diesen Button Restore Defaults, wo man dann eben hier an der Stelle nicht, aber dabei erweitert und so weiter bei anderen Einstellungen, da können wir immer zum Standard zurückkehren. Genauso ist das hier bei diesen Einstellungen. Da können wir auch hier Restore All Settings wählen, dann haben wir alles wieder zurückgestellt auf den Nullstand. Auf den direkt nach der Installation vorhandenen Ursprungszustand. Dann danke fürs Zuschauen. Viel Spaß im Spiel, trotz aller Bugs. Ich bin ja schon gegen einige Sachen mittlerweile gelaufen im Spiel, die mir gar keinen Spaß gemacht haben. Da hoffe ich ja, dass die Programmierer sich da mal richtig reinhängen und mal in relativ kurzer Zeit da einiges an Bugfixes und Updates rausgeben. Dann tschüss, bis zum nächsten Video.